Hey Leute, heute zeige ich euch einfach ganz easy, wie ihr in PowerShell Skripte ausführen könnt. Ihr könnt sehen, wenn ich hier das jetzt starte, steht da hier ein Fehler. Bei C-Uses Completely Documents Test Page 1 kann nicht geladen werden, da die Ausführung von Skript auf dem System deaktiviert ist. Und wie man das fixen kann, das zeige ich euch jetzt. Aber Entschuldigung, das ist hier Windows 7, wo ich hier aufnehme. Okay. Dafür braucht ihr erstmal PowerShell mit Administrator. Hier sieht man, hier steht Administrator. Und das brauchen wir dann natürlich auch. Also erstmal gibt ihr ein Get-ExecutionPolicy. Hier steht dann Unrestricted. Was das bedeutet? Das bedeutet, dass die Skripts, wenn man sie speichert, nicht ausführbar sind. In der PowerShell GER, aber mit PowerShell dann schon. Dann müsste man irgendeine Ausführungsrichtlinie ändern. Und ich zeige euch heute, wie man das macht. Also hier steht Restricted, jetzt sagen wir Set-ExecutionPolicy auf Unrestricted. Und jetzt gibt ihr hier Ja, J ein für Ja. Und hier sieht man dann, hier schauen wir nochmal Get-ExecutionPolicy. Hier steht jetzt Unrestricted. Und das bedeutet, dass man es jetzt machen kann. Hier werde ich jetzt mal ranschauen, ob es funktioniert oder nicht. Also, hier steht jetzt noch das alte dran. Mache ich einfach CLS hier. So, jetzt schauen wir mal, ob es ausführbar ist. Jetzt werde ich einfach F5 drücken für starten. Ja, jetzt muss ich speichern noch. So, und man kann sehen, hier sieht man, hier steht's. Also, so geht es damit. Ich würde mal sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, bye Leute!